seht es dann auch da links vorne auf der Seite. Guten Morgen, ich bin Uli Kronberg und ich bin anderswohin. Heute geht es zum Königssee. Ja, und dazu sind wir nach Schönau gefahren. Schönau, das liegt gleich neben Berchtesgaden. In Schönau, da fahren die Schiffe ab, mit denen man auf dem Königssee fahren kann. Da stellt man den Wagen auf einem der riesigen Parkplätze ab, dann geht man durch eine sogenannte Fußgängerzone, das ist eine Aneinanderreihung von Andenkenläden, und kommt im Hafen an. Und hier steht ein Denkmal, das erinnert an den Prinzregenten Luitpold von Bayern. Dem haben wir nämlich zu verdanken, dass man überhaupt auf dem Königssee Boot fahren kann. Dann muss man sich anstellen, um Tickets zu kaufen, die kosten 19 € und es wird hier sehr, sehr voll. Zumindest bei schönem Wetter. Dann darf man auf eines der Boote drauf, die fahren eigentlich regelmäßig alle paar Minuten, 18 Stück sind hier im Einsatz. Man kann in Fahrtrichtung sitzen oder an der Seite, etwa 80 bis 90 Leute passen auf ein Boot drauf, es gibt nichts zu essen und zu trinken und eine Toilette gibt es auch nicht. Dann kann die Fahrt ja losgehen. Der Königssee, das ist ein langgestreckter Gebirgssee. Etwa 7 Kilometer ist er lang. Er liegt am östlichen Fuß des Watzmanns. Sein Wasser, das bekommt er aus dem Saletbach. Und da der Königssee so langgestreckt ist und auf beiden Seiten steile Berghänge sind, wirkt er wie ein Fjord. Und man hat so das Gefühl, man ist in Skandinavien. Den Königssee kann man übrigens nicht zu Fuß umrunden. Ganz einfach, es gibt unten am Ufer keinen Fußweg. Der Umfang, der ist etwa 20 Kilometer. Er ist ja nicht nur 7,2 Kilometer lang, er ist auch 1,2 Kilometer breit. An seiner tiefsten Stelle ist er 190 Meter tief. Die Boote hier auf dem Königssee, das sind übrigens alles Elektromotorboote. Die fahren hier schon seit 1909. Jedes der 18 Boote ist 20 Meter lang. Wenn man sein Ticket kauft, wird man gefragt, wo man aussteigen möchte. Man hat nämlich 3 Möglichkeiten. Die eine ist, man macht nur eine Rundfahrt und kommt in Schönau wieder an. Die anderen Möglichkeiten sind, man kann ein Ticket lösen bis St. Bartholomä, das liegt etwa auf der Hälfte des Sees, oder bis zur, Endstation Salet und von dort aus dann wieder zurück. Auf der einen Seite des Königssees liegt die höchste Wand der Ostalpen. Das ist die Watzmann-Ostwand. Im Laufe der Jahrtausende hat sich durch mitgeführten Schutt an der einen Seite vom Königssee eine Halbinsel gebildet, Hirschau. Auf der steht die Wallfahrtskirche St. Bartholomäa. Wir können sie jetzt sehen. Auf dieser Halbinsel, da gibt es nicht nur die Wallfahrtskirche, da gibt es auch ein Gasthaus mit Biergarten und eine Nationalpark-Infostelle. Im 14. Jahrhundert, da stand hier ein Fischerhaus. Im 16. Jahrhundert wurde daraus dann ein Jagdschloss. Das waren die Berchtesgadener Fürstpröpste, die hier dieses Jagdschloss gebaut haben. Die brauchten das dann im 19. Jahrhundert als Beherbergungsstation. Heute ist es eben eine Gaststätte. So, wir steigen in St. Bartholomä erstmal aus und schauen uns den ganzen Komplex hier mal an. Das hier ist das Innere der Wallfahrtskirche. Eine Wallfahrtskirche hat hier schon im 12. Jahrhundert gestanden. Diese heute hier stammt aus dem 17. Jahrhundert. Schaut euch diesen Blick hier von St. Bartholomä über den Königssee mal an. Kein Wunder, dass das hier einer der Lieblingsaufenthaltsorte der bayerischen Könige gewesen ist und viele Landschaftsmaler hier gearbeitet haben. Die heutige Gaststätte St. Bartholomä, die wurde 1700 erbaut. Das ist das ehemalige Jagdschloss. Prinzregent Luitpold von Bayern, der ist sehr gerne hier mit seinen Gästen gewesen. Man ist hier zur Jagd gegangen. Seit 1912 ist dieses Jagdschloss ein reines Wirtshaus.
So, wir sind wieder an Bord unseres Schiffes, denn wir fahren jetzt weiter nach Salett. Bis St. Bartholomä sind wir etwa 30 Minuten gefahren. Jetzt kommen wir noch etwa mal 20 Minuten drauf. Salett, das ist die Endstation. Da muss man aussteigen und kann wieder mit dem Schiff zurückfahren. Man kann sich aber auch diese herrliche Gegend angucken. Das da drüben ist eine Wildhütte und das da ist ein Wasserfall. Schaut euch das mal an. Von Salett aus, da kann man jetzt in 15 Minuten weiter wandern zum Obersee hin oder man kann hier bleiben und kann diese wirklich schöne Gegend hier sich näher anschauen. Oder auch, und das haben wir gemacht, man kann in die Saletter Alm gehen. Das ist ein Gasthaus mit einem Biergarten dabei. Hier kann man wirklich lecker essen und trinken. So, für uns beginnt jetzt die Rückfahrt Richtung Schönau. Auf der Rückfahrt will ich aber euch noch ein paar Sachen zeigen. Im Königssee gibt es nämlich tatsächlich auch eine Insel. Die heißt Christliga. 61 Meter ist sie lang, 26 Meter ist sie breit. Mitten drauf steht eine 1,80 Meter große Statue des heiligen Johannes von Nepomuk. Das ist der Heilige der Schiffer und Flößer. Im 18. Jahrhundert hat man die Statue hier aufgestellt. So, das war's dann von der Fahrt auf diesem herrlichen Königssee. In diesem Sinn, tschüss.